Hallo und willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo? Heute tauchen wir in ein Thema ein, das wohl jeder von uns kennt. Peinlichkeit. Wir haben hier einen Text vor uns, der sich genau mit diesen Momenten beschäftigt. Diesen Situationen im sozialen Miteinander, wo man am liebsten im Boden versinken würde. Und wir schauen uns an, welche Rolle da die Etikette spielt, in Deutschland ja oft als Knigge bekannt. Genau. Bestimmt kennst du das auch, oder? Dieses plötzliche Gefühl, man wird rot im Gesicht. Unser Ziel ist es jedenfalls, für dich mal die Kernaussagen aus diesem Text rauszuziehen. Was genau ist eigentlich peinlich und warum? Was steckt hinter diesem deutschen Knigge? Ja. Wie unterscheidet sich das vielleicht international? Und, ganz wichtig, wie gehst du am besten damit um, wenn dir sowas passiert? Absolut. Und das ist relevanter, als man vielleicht so denkt. Denn wenn du diese ungeschriebenen Regeln und die Psychologie dahinter ein bisschen besser verstehst, ja, dann kann dir das echt helfen. Du fühlst dich sicherer in sozialen Situationen, vermeidest unnötige Missverständnisse und wirkst vielleicht sogar, sympathischer. Es geht also um ganz handfesten Nutzen für deinen Alltag. Okay, super. Lass uns das mal auseinandernehmen. Was genau macht eine Situation denn peinlich? Der Text beschreibt es als dieses, unangenehme Gefühl. So Unbehagen, Scham oder akute Unsicherheit. Ja, dieses Gefühl, wenn man denkt, man hat irgendwie eine Regel verletzt. Genau. Und die Beispiele im Text sind absolute Klassiker. Du triffst jemanden, den du kennst, und zack, der Name ist weg. Einfach weg. Oh ja, Horror. Totaler Horror. Oder im schicken Restaurant. Das Weinglas kippt um. Natürlich auf die weiße Tischdecke. Natürlich, immer. Oder im Meeting rutscht dir eine Bemerkung raus, die du sofort bereust. Solche Momente kennt doch jeder, oder? Ja, das sind halt diese Momente, wo wir von dem abweichen, was wir oder die anderen als angemessen ansehen. Das Erwartete wird nicht erfüllt. Der Kern der Peinlichkeit ist oft diese plötzliche, ungewollte Aufmerksamkeit. Man hat das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Über die Situation, über das eigene Bild. Ja, so ein sozialer Stolperstein, wie du sagst. Genau. Und interessant ist ja, was der Text auch andeutet, das Gefühl ist nicht immer proportional zum Vergehen. Manchmal schämt man sich für Kleinigkeiten total unverhältnismäßig. Oh ja, das kenne ich. Und der Text hat ja diese super Anekdote von Lukas. Stell dir das mal vor. Sitzt im Homeoffice, wichtige Online-Konferenz, alle dabei. Ja. Und er hat vergessen, sein Mikro stumm zu schalten. Und mitten in der Präsentation fängt er an, mit seiner Katze zu reden. So richtig. Na, Mietz, feines Kätzchen. Oh nein. Doch. Und alle hören's. Also da willst du doch wirklich im Boden versinken. Das ist doch der Albtraum, oder? Diese unfreiwillige Entblößung vor allen Leuten. Absolut. Was da psychologisch passiert, und das beleuchtet der Text ja auch, ist diese akute Angst vor sozialer Abwertung. Genau. Wir haben Schiss, dass die anderen uns negativ bewerten, uns für inkompetent halten, unprofessionell oder einfach nur albern. Ja. Dieses Gefühl ist tief in uns drin, wir sind soziale Wesen. Die Zugehörigkeit zur Gruppe war ja evolutionär überlebenswichtig. Klar. Und die Sorge, durch so einen Fauxpas Ansehen zu verlieren oder ausgeschlossen zu werden, die löst diesen inneren Alarm aus. Interessanterweise, das deutet die Quelle an, ist die Angst oft viel stärker als die tatsächliche Reaktion der anderen. Die sind vielleicht eher amüsiert oder nachsichtig. Das ist ein guter Punkt. Die eigene Wahrnehmung ist oft viel, viel kritischer. Und genau da setzt ja auch der Tipp aus dem Text an. Der wichtigste vielleicht. Humor. Ja. Wenn Lukas, wie im Text beschrieben, die Situation mit einem lachenden Emoji kommentiert oder einen selbstironischen Spruch raushaut, dann ist die Luft raus. Genau. Aber warum funktioniert das so gut, dieser Griff zum Humor? Der Hinweis auf Humor im Text ist wirklich zentral. Humor hat da mehrere Funktionen. Erstens, Selbstironie zeigt Souveränität. Du zeigst, okay, es passiert, ich stehe drüber, nehme mich nicht zu ernst. Du holst dir die Kontrolle über die Deutung der Situation zurück. Okay. Zweitens, Lachen steckt an, löst die Spannung im Raum, es schafft Verbindung, statt dich zu isolieren. Stimmt. Und drittens, es rahmt das Ereignis neu. Aus einem peinlichen Vorfall wird eine lustige Anekdote. Vielleicht bleibt sie sogar in Erinnerung, aber eben positiv. Das ist eine Form von sozialer Intelligenz, Peinlichkeit in Sympathie umzuwandeln. Ja. Der Text betont das ja auch,
Diese Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, ist eine unglaublich wertvolle soziale Kompetenz. Das leuchtet total ein. Okay, wechseln wir mal das Feld, denn jetzt wird's wirklich interessant, finde ich. In Deutschland fällt ja sofort dieses Wort Knicke. Knicke? Das klingt für viele erstmal so steif, so nach Dinnerpartys und der richtigen Gabel für den Fisch. Irgendwie überholt. Ja, das Klischee halt. Genau. Aber der Text, der gräbt da ja ein bisschen tiefer. Richtig, und das ist ein wichtiger Punkt, den der Text da macht. Der Name kommt von Adolf Reyer-Knigge, klar, spätes 18. Jahrhundert, über den Umgang mit Menschen. Ja. Aber Achtung, das ist das Missverständnis. Das war ursprünglich keine reine Benimmfibel, so nach dem Motto, wie halte ich mein Besteck? Ach so. Nein, Knigges Buch war viel mehr, eine Art aufklärerische Sozialphilosophie. Es ging ihm um Taktgefühl, Menschenkenntnis, Klugheit im Miteinander. Aha. Darum, wie man durch respektvollen, verständnisvollen Umgang das Zusammenleben für alle angenehmer macht. Der Text zitiert ja sinngemäß, es geht nicht um starre Regeln, sondern darum, die Prinzipien zu verstehen, damit man sich in verschiedenen Kreisen angemessen und rücksichtsvoll verhält. Okay. Also eher eine Anleitung zur sozialen Intelligenz als ein Regelbuch. Spannend. Und heute, so verstehe ich den Text, steht Knigge umgangssprachlich eben für diese allgemeinen Benimmregeln, die das Miteinander fördern sollen. Genau. Aber was sind das denn für konkrete Prinzipien heute? Hebt der Text da was hervor? Sind es noch die von Knigge? Ja, der Text listet da einige moderne Knigge-Prinzipien auf. Die sind aber durchaus im Geiste Knigges, also zeitlose Grundlagen für respektvollen Umgang. Erstens, ganz klar, Höflichkeit und Respekt. Klingt banal, ist aber die Basis. Okay. Zweitens, aktives Zuhören. Wirklich Aufmerksamkeit schenken, nicht nur warten, bis man selbst dran ist. Das ist eine enorme Wertschätzung. Stimmt. Drittens, ehrlich, aber taktvoll sein. Wahrheit ja, aber so, dass sie nicht unnötig verletzt. Das braucht Fingerspitzengefühl. Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Bedauern zeigen. Mhm. Der Text argumentiert da sehr überzeugend, finde ich. Diese Prinzipien sind nicht nur nett, sondern bauen aktiv Vertrauen auf, stärken Beziehungen und helfen eben auch, Peinlichkeiten zu vermeiden oder abzumildern. Das macht Sinn. Aber nochmal zu Punkt 3, ehrlich, aber taktvoll. Was, wenn die Ehrlichkeit potenziell wehtut? Gibt der Text da Hinweise, wie man diesen Balanceakt laut Knigge meistert? Der Text geht da nicht super explizit drauf ein. Aber die Antwort steckt implizit im Respekt und Taktgefühl. Es geht halt um die Art, wie du kommunizierst. Ah ja. Du kannst Kritik oft in Ich-Botschaften packen. Ich habe den Eindruck statt du bist. Oder konstruktives Feedback geben, das sich aufs Verhalten bezieht, nicht auf die Person. Verstehe. Das Ziel ist immer, so kann man es aus dem Text ableiten, die Beziehungsebene zu schützen, dem anderen mit Respekt begegnen, auch wenn man anderer Meinung ist. Und die Entschuldigung gehört eben auch dazu, wenn man mal übers Ziel hinausgeschossen ist. Okay, verstanden. Und das schlägt ja elegant die Brücke zurück zur Peinlichkeit. Wenn dir was Blödes passiert, sagt der Text ja, ruhig bleiben, lächeln, vielleicht ein kurzes Entschuldigung. Genau. Das wirkt souverän und sympathisch. Das ist ja quasi angewandter Knigge in der Akutsituation. Exakt. Wenn man das im größeren Bild sieht, wie es der Text tut, diese Knigge-Prinzipien sind kein Selbstzweck. Sie geben einen praktischen Rahmen, gerade wenn wir uns unsicher fühlen, wie eben in peinlichen Momenten. Ja. Schnell entschärfen. Sie signalisiert, ja, da ist was schiefgelaufen, ich hab's gemerkt, tut mir leid. Mhm. Das nimmt dem Vorfall die Schärfe und erlaubt allen, schneller wieder zur Tagesordnung überzugehen. Es verhindert, dass die Peinlichkeit alles vergiftet. Jetzt wird's aber nochmal richtig spannend, finde ich, denn der Text schaut ja auch über den deutschen Tellerrand. Was bei uns als höflich oder peinlich gilt, ist ja nicht überall auf der Welt so. Absolut. Das merkst du spätestens, wenn du reist oder mit Leuten aus anderen Kulturen arbeitest. Da kannst du echt schnell mal ins sprichwörtliche Fettnäpfchen treten. Genau. Und das ist ein Kernpunkt im Text. Kulturelle Normen prägen unser Empfinden von Angemessenheit ganz fundamental. Gesten, Verhalten, sogar die Art zu sprechen. Ja. Was hier total normal ist, kann anderswo unhöflich, respektlos oder eben hochgradig peinlich sein. Der Text warnt da quasi. Denkt nicht, deine Maßstäbe sind universell. Der Text nennt da ja ein paar gute Beispiele. Das mit dem Trinkgeld fand ich echt aufschlussreich. Mhm. In Japan steht da, ist Trinkgeld oft ein No-Go, fast schon beleidigend, weil perfekter Service selbstverständlich ist.
Der muss nicht extra belohnt werden. Richtig. Hier in Deutschland dagegen wird's in vielen Bereichen erwartet. Wenn du's weglässt, wirkst du geizig oder unzufrieden. Kleiner Unterschied, große Wirkung. Ein klassisches Beispiel für verschiedene Erwartungen. Das kann ohne Wissen schnell zu Irritationen führen. Der Text hat ja noch ein anderes Beispiel zur Kommunikation. Stimmt, die Begrüßung und der Smalltalk. In den USA beschreibt's der Text, sei es oft üblich, sehr offen auf Leute zuzugehen, viel zu lächeln, schnell ins Gespräch zu kommen, auch über Oberflächliches. Ja, sehr kontaktfreudig oft. Genau. Und in Deutschland, so die Beobachtung im Text, sei man anfangs oft zurückhaltender, distanzierter vielleicht. Dafür ist die Kommunikation dann aber oft direkter und ehrlicher, wenn das Eis gebrochen ist. Mhm. Das muss man halt wissen, um nicht die amerikanische Freundlichkeit als aufdringlich oder die deutsche Zurückhaltung als unfreundlich misszuverstehen. Und der Text erwähnte doch auch noch was zur Pünktlichkeit, oder? Stimmt. Pünktlichkeit, ja, typisch deutsch angeblich. Im Text steht, dass zu spätes Kommen, besonders im Job, schnell als respektlos oder unzuverlässig gilt. Ja, das ist hier schon wichtig. Während in anderen Kulturen, zum Beispiel Teilen Lateinamerikas oder Südeuropas, so der Text, gäbe es oft ein flexibleres Zeitverständnis. Eine kleine Verspätung ist dann nicht gleich ein Affront. Das sind wirklich feine, aber wichtige Unterschiede. Was hier faszinierend ist, und das greift ja auch der Kommentar von Lukas im Text auf, trotz dieser doch teils erheblichen Unterschiede in den Regeln, Ja? scheint es so eine Art universelle Basis zu geben. Lukas wird ja zitiert mit: Ich finde, das Wichtigste ist Respekt zeigen. Mhm. Auch wenn die Regeln anders sind, Freundlichkeit funktioniert überall. Der Text legt nahe, dass die Absicht oft wichtiger ist als die perfekte Einhaltung jeder lokalen Norm. Okay. Wenn dein Gegenüber spürt, du meinst es gut, du begegnest ihm mit Respekt, dann werden kleine Fauxpas oft verziehen oder zumindest nicht so negativ gesehen. Das ist doch mal eine ermutigende Botschaft. Nimmt ein bisschen den Druck, immer alles perfekt machen zu müssen, wenn man woanders ist. Absolut. Aber was rät der Text jetzt konkret, um diese interkulturellen Klippen möglichst elegant zu umschiffen? Die Kernaussage dazu im Text ist: Sei offen, beobachte und im Zweifel frag nach. Oder entschuldige dich lieber einmal zu viel, statt stur an deinen Gewohnheiten festzuhalten, empfiehlt der Text Neugier und Lernbereitschaft. Schau, wie die Einheimischen es machen. Mhm. Wenn du unsicher bist, sprich es an. Wie ist es hier üblich? Oder ich hoffe, das war jetzt nicht unhöflich. Diese Offenheit kommt meistens gut an. Sie zeigt Respekt vor der anderen Kultur. Oft mehr, als wenn du krampfhaft versuchst, Regeln zu befolgen, die du nicht ganz checkst. Okay, sehr praktisch. So, letzte große Frage. Was machst du jetzt ganz konkret, wenn dir so ein Missgeschick passiert ist? Der Kaffee über die Papiere vom Chef, Name vom Kunden vergessen oder eben wie Lukas mit der Katze geredet. Ja, der Notfallplan. Genau, der Text bietet ja so eine Art Erste-Hilfe-Set für den Peinlichkeitsnotfall. Ja, eine sehr pragmatische Anleitung, die im Text skizziert wird, die kann helfen, die Situation schnell wieder in den Griff zu bekommen und, den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Also, Schritt 1 laut Text. Tief durchatmen, ruhig bleiben, nicht panisch werden, rot anlaufen, flüchten wollen. Wichtig. Schritt 2. Lächeln oder sogar kurz über sich selbst lachen, haben wir ja schon gesagt, signalisiert Souveränität. Mhm. Schritt 3. Sich entschuldigen, wenn's angebracht ist. Kurz, klar, aufrichtig. Oh, Entschuldigung, das war ungeschickt von mir, Verzeihung. Genau. Schritt 4. Thema wechseln oder einfach weitermachen. Nicht ewig drauf rumreiten und es größer machen, als es ist. Das klingt doch eigentlich ganz machbar, oder? Das sind tatsächlich psychologisch sehr sinnvolle Schritte. Das tiefe Durchatmen unterbricht die automatische Stressreaktion. Okay? Das Lächeln oder Lachen löst nicht nur die eigene Anspannung durch Endorphine und so, es wirkt auf andere auch entwaffnend, sympathisch. Ja. Die Entschuldigung ist wichtig, um die soziale Harmonie wiederherzustellen. Wenn jemand beeinträchtigt wurde, zeigt Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Und das Weitermachen signalisiert: Ja, war unangenehm, aber kein Weltuntergang, Leben geht weiter. Das verhindert, dass die Peinlichkeit alles überschattet. Gibt der Text eigentlich auch Hinweise, ob man die Reaktion anpassen sollte? Also ist Lachen immer die beste Antwort oder sollte man bei einem ernsteren Fauxpas vielleicht zurückhaltender sein? Explizit differenziert der Text da nicht so stark, aber zwischen den Zeilen liest man schon: Angemessenheit ist entscheidend. Okay. Beim verschütteten Wasser ist Humor sicher oft okay. Wenn du aber jemanden durch eine unbedachte Bemerkung echt gekränkt hast, wäre lautes Lachen wohl daneben. Ja klar.
dann ist eine aufrichtige, ernste Entschuldigung, also Schritt 3, wichtiger. Die Schritte im Text sind also eher ein Baukasten. Man wählt situationsangemessen. Aber das Grundprinzip Ruhe bewahren, Verantwortung zeigen, weitermachen, das trägt meistens. Verstehe. Und dann kommt im Text noch diese fast schon tröstliche Botschaft, niemand ist perfekt. Ja. Solche peinlichen Momente passieren uns allen, die gehören zum Menschsein dazu. Absolut. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Text. Diese Momente der Unvollkommenheit, der Fehlbarkeit, die machen uns menschlich. Sie zeigen unsere Verletzlichkeit und das kann uns paradoxerweise sogar nahbarer und sympathischer machen als so eine Fassade von ständiger Perfektion. Stimmt. Der Text deutet an, die Fähigkeit, eigene Fehler zuzugeben und konstruktiv damit umzugehen, eben durch Humor oder Entschuldigung, ist ein Zeichen von emotionaler Reife, von Selbstakzeptanz. Das stimmt. Manchmal sind es ja gerade diese kleinen Hoppalas, über die man später zusammen lachen kann. Die lockern eine Situation sogar auf oder schaffen Verbindung. Genau. Und das wirft die wichtige Frage auf, die der Text implizit stellt. Wie gehen wir generell mit unserer eigenen Unvollkommenheit um? Ja. Akzeptieren wir, dass Fehler passieren oder setzen wir uns permanent unter Druck, makellos sein zu müssen? Dieser Perfektionismus kann die Angst vor Peinlichkeit nämlich massiv verstärken. Die Strategien aus dem Text durchatmen, Humor, entschuldigen, weitermachen, helfen nicht nur akut, sondern können auch, wenn man sie verinnerlicht, zu einer generell gelasseneren Haltung gegenüber der eigenen Fehlbarkeit führen. Es geht um Selbstmitgefühl irgendwie. Also fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer heutigen Besprechung dieses Textes für dich nochmal zusammen. Peinlichkeiten sind unvermeidlich, menschlich, Humor und Selbstironie sind super Werkzeuge, um sie zu entschärfen. Definitiv. Der deutsche Knigge ist mehr als steife Regeln, nämlich eine Anleitung zu Respekt und Taktgefühl, was auch heute hilft. International gibt's große Unterschiede, aber Freundlichkeit und Respekt sind eine ziemlich universelle Währung. Stimmt. Atmen, lächeln, lachen, entschuldigen, weitermachen, kommst du souverän durch die meisten peinlichen Momente. Wir hoffen, diese Einblicke helfen dir, solchen Situationen in Zukunft vielleicht etwas, entspannter zu begegnen. Und als letzten Gedankenanstoß, der auf dem Gelesenen aufbaut, reflektier doch mal für dich, wie sehr die Angst davor, etwas Peinliches zu tun oder zu sagen, dein Verhalten im Alltag vielleicht unbewusst steuert? Oh, guter Punkt. Hält dich diese Furcht manchmal davon ab, deine Meinung zu sagen, auf Leute zuzugehen, Neues auszuprobieren? Der Text legt nahe, diese Antizipation von Peinlichkeit ist oft belastender und schränkt uns stärker ein als die tatsächlichen Momente selbst, die ja meist schnell vergessen sind. Vielleicht liegt in einer gelasseneren Haltung zur eigenen Fehlbarkeit ja auch ein Schlüssel zu mehr Freiheit und Spontanität im Leben. Ein sehr bedenkenswerter Punkt zum Abschluss. Danke, dass du uns auf dieser kleinen Erkundungstour durch die Welt der Peinlichkeiten und des guten Benehmens begleitet hast. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald.